Heute im Video, heute zusammen. Hallo Christian, heute im Video seht ihr den Sachs 50-4 Viergang für unseren heißgeliebten Christian aus dem hohen Norden. Moin. Moin. Heute ein Sachs-Tutorial. Genau, ja, ein halbes. Ja. Wieso bist du überhaupt da? Was machst du in der Schweiz? Du bist ein sehr heimischer Mensch. Ich habe normalerweise Schwellenangst. Wenn ich über die Elbe rüber muss, kriege ich schon Panikattacken. Also die Idee ist eigentlich folgende. Ich bin letztes Jahr in Bielefeld auf einer Radrennbahn mit dem Moped gefahren. Es ist eine geneigte Fahrbahn, bis zu 45 Grad Neigung, und da fährst du eben vollkommen sinnlos immer gegen den Uhrzeigersinn im Kreis. Total geil, oder? Ja, macht total Laune. Man kommt nach 5, 6 Runden, bekommst du einen Tunnelblick, Vollgas, und so einen ganz komischen Rausch. Und da bin ich mit einer DKW Hummel 166 gefahren. Ja. Und die hat sich als zu leistungsschwach herausgestellt. Dann hatte ich vor einem Dreivierteljahr oder sowas eine Rabeneig, irgendwie Binetta, Star, Sport oder sowas erstanden bei eBay Kleinanzeigen, und da soll jetzt dieser leistungsgesteigerte, SICK-optimierte Motor rein, damit das Ding, keine Ahnung, 80 oder sonst was läuft. Da ich selber keine Ahnung habe von Sachs-Motoren, dachte ich mir, ich kenne da doch jemanden. Ja, das ist doch gut. Und dann habe ich eine Fernreise gebucht. Das ist übrigens die erste Flugreise, die ich selbst gebucht habe in meinem Leben. Mhm. Nein. Ja. Ernsthaft? Ja, ich habe das noch nie gemacht. Sonst immer Mutti, oder? Ja, wir waren, also ich bin tatsächlich das letzte Mal in Urlaub geflogen 1986. Ja. Gut, wenn du nach England gehst, ja gut, dann gehst du dann Teile zusammensuchen. Ja, das geht etwas einfacher. Naja, jetzt habe ich das mal selber gemacht. Ja. Aber ich stand da am Flugplatz und war fürchterlich aufgeregt, dass ich das auch alles richtig mache. Ich war latent überfordert. Das habe ich gar nicht so gewusst, dass das so schlimm ist. He? Ja, ist so. Ja. Ja, okay. Aber nun bin ich hier. Aber du, es hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ich habe ja einen Reisehobel mit der Tankschaltung im Viergang. Dort ist aber natürlich, warum Viergang dort? Ich muss Power haben, oder? Anhänger, ich dicke sich. Anhänger ist alles schwer, oder? Ja. Der 4. Gang ist ja gleich übersetzt wie der 3. Gang beim 3-Gang-Sachs. Mhm. Du hast natürlich dort in der Endgeschwindigkeit, sagen wir mal, keinen Unterschied. Aber was du hast, du kannst mehr schalten. Die Optimaldrehzahlen, wo er wirklich im Resonanzbereich ist, ich sage jetzt einfach mal zwischen 6.000 und 9.000 Umdrehungen. Und je mehr Gänge das du hast, umso mehr kannst du natürlich in diesem Bereich fahren. Oder? Mhm. Der Zylinder, den wirst perfekt abgestimmt mit dem richtigen Auspuff etc. wirst du auf etwa 8 PS bringen. Dann fliege ich so fast. Ja. Und ich schätze etwa 11.000 Umdrehungen. Irgendwo in diesem Bereich wird das sein, oder? Also, das Grundgerüst ist quasi der Rumpf, der ist ready. Also Kurbelwelle, Antriebswelle, Vorgelegewelle, alles Zeug, das ist alles ready. Dann hier haben wir eine ganz geile Sache, und zwar eine 3-Lamellenkupplung, oder? Eine 3-Lamellenkupplung. Das ist etwas sehr, sehr Geiles. 3-Lamellenkupplung, genau. Normalerweise hast du nur das Paket. Du musst die Kupplung nicht abartig verstärken, dass das da klingt wie ein weiß ich was, sondern du hast sehr, sehr eine feine Geschichte und ist einfach wahnsinnig angenehm. Und Kraftübertragung rutscht nicht durch. Null Thema. Ja. Okidoki. Genau. Du, setzen wir mal zusammen. Willst du das gerade selber übernehmen? Kannst ja mal versuchen. Hier. Hier Getriebeöl. Natürlich immer zuerst die Scheiben ein bisschen ölen auf beiden Seiten. Die Reibscheiben oder die? Ja, die Reibscheiben. Okay. Ja. Schaltgetriebeöl. Was ist das, 80er? Ja. Kommt die jetzt hier direkt rein oder kommt da noch eine? Genau. Scheibe, dann Zwischenscheibe. Genau so. Mit dem Öl nicht sparsam sein. Ja. Dann fangen wir mal an. Schaffen lassen ist das Motto. Verstanden? Arbeiten lassen. Aktiv zuschauen. So.
Das hast du super gemacht. Ja, kann ich anfangen Also, bei dir? braucht schon noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Enthusiasmus oder so, ein bisschen mehr Leidenschaft für alte Sachen. So. Also, schau mal. Das ist auch was, das extrem wichtig ist. Hier haben wir ja diese Federgeschichte, oder? Wir müssen jetzt das sind originale Federn, 9 Stück. Das reicht aber absolut aus mit der 3-Lamellenkupplung, also das ist echt angenehm. Im Notfall könnte man dann immer noch, wir haben ja diese Hütchen, hier kommen ja diese Hütchen rein. Das haben die normalen Dreigang, glaube ich, ne? Genau. Original Zweigang ist immer mit 6 Federn, genau. Und dann die starken Dreigang plus war dann mit diesen Hütchen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Federn alle genau gleich lang sind. Also die haben rund 21,5 so, haben die etwa im Neuzustand. Also das heißt jetzt, wenn du eine Feder hast, die ist nur noch 18 lang, heisst, die ist gequetscht, die ist verbraucht. Also schaut da wirklich drauf. Da geht es darum, ich mache jetzt nachher das Paket, dann sehen das genau, da sind die Federn zwischendrin. Und wenn wir jetzt übertrieben gesagt, auf dieser Seite haben wir 3 lange und da 3 kurze oder starke und schwache, dann löst es euch das so. Ja, also, steht dann schräg. Und genau, das Ziel ist natürlich immer das. Oder? Ja, immer. Und wenn es nicht stimmt, dann löst es euch das schräg. Die Scheiben werden sinnlos abgenützt und es ist einfach, das merkst du eigentlich, wenn du an einer Kupplung ziehst und sie löst gerade schön, also weißt du, so richtig, wenn die schön löst auf einen Schlag, dann ist sie geil eingestellt, oder? Ich habe jetzt hier sogar 3 ein bisschen kürzere. Also ich mache das wirklich ein bisschen Exzess. Jetzt tue ich die 3 ein bisschen kürzer unter die Hütchen. Das ist jetzt halt ein bisschen ein Gefummel, aber ist ja sehr oft bei diesem Zeug. Gesundheit. Oha. Dann kommen in die Mitte die Hütchen drauf. So. Junge. Hoppla. Da ist wohl etwas im Hals oder in der Nase. Der Gegenstand, der metallische. Die haben doch vorhin den Schnupftabak sich reingezogen. Ja, genau. Die Herrschaften. Das wird sein. Ja. Dran. Ah, okay. Das Ding drehst du rein, den Gewindestift, und dann ziehst du Schauen, dass es auch bündig ist, weil da kommen ja noch die Druckstifte. Dinge rein. Junge. Hüt, ist er weg. Ja. Gut. So, Gut. das drückst du dann bis auf Anschlag zusammen, oder? Ja. Ja, nicht ganz. Ich probiere immer möglichst wenig, aber halt so viel wie nötig, oder? Hier haben wir eine große Nase, die wird natürlich zuerst Die wird so eingeschnöpft. eingeführt, Geht noch nicht rein, ne? Oder? mit ein bisschen Liebe. Ah, okay. Ja. Musst du überreden. Du musst ein bisschen überreden, genau. Und dann, es ist gerade so knapp, aber es geht, oder? Ja. Dann haben wir diese zwei beiden Zungen Ohren da. Achso, und die haken dann da praktisch unter diese beiden Nasen, Genau. Theoretisch. wenn es denn klappt. Oh, kommt aber nicht mehr viel, ne? Nee. habe auch das Gefühl, da sind sie ziemlich knapp in der Breite, aber es reicht. Kannst du hier noch mal ein bisschen Liebe. So, nein, Nun ist er wieder raus. zu früh. Ja. Das ist jetzt drin. Ja. Ich mag auch nicht so doll da drauf kloppen. Mach du Ja, mal, du das hast vielleicht geht schon. mehr Gefühl, weil ich Angst habe, dass wir den Vogel verbiegen. Nee, das passt. Okay. Söderle. Dann kann man es einfach wieder lösen, dann ist es schön gespannt. Das ist ja auch ein Werkzeug, das man sich relativ einfach selber basteln kann. Ne? Genau, kriegst du im Ofenkult zu kaufen. Okay. Das ist jetzt das Original Sachs.
Dann immer wichtig, gerade die Schraube wieder drauf machen, das ist Kupplungseinstellschraube. Weil sonst, wenn ihr die Bölzli rausfallen, dann ist das Problem. Und das kleine, mittlere Bölzli, das passt eben genau da zwischen ihnen. Dann kann das da in der Körper. Und jetzt stellen wir eigentlich den Hebel da. Wenn ich da einschraube, dann wird das Spiel, jetzt ist es enorm, ja, je weiter es hingeht, umso weniger wird das Spiel, oder? Und das ist eigentlich so etwa 1 Zentimeter, sagen wir, da hinten. Okay, 1 Zentimeter genau. Amplitude. So als Maximum. Hier Flankenspiel, etwas ganz Wichtiges. Das ist jetzt okay, sicher schon an der oberen Grenze. Das ist alles Neuteile. Du wechselst natürlich immer Kupplungskorb plus die Kupplungsnabe aus. Das ist es schon gewesen. Die Kupplung ist schon ready eigentlich. Also, das ist eine sehr simple Geschichte. Was wir jetzt noch schauen können, jetzt können wir hier quasi die Kupplung betätigen. Und dann sehen wir, wie sich das bewegt, oder? Ja. Auf der einen Seite läuft es jetzt schon ein bisschen schneller, oder? Auf dieser Seite, auf dieser Seite kommt sie ein bisschen früher. Ja. 100%, ganz 100% bringt man das nie an, aber so wie es jetzt ist das eigentlich ganz okay. Ich würde sagen, wir machen gerade den Kupplungsdeckel drauf, abdichten. So, das ist jetzt auch wieder so ein Thema. Dichtungen, in Öl legen, Öle oder trocken oder irgendetwas. Das ist wie sehr vieles, da gibt es verschiedene Meinungen. Ich mache es halt immer so, ich tue die schnell in so ein bisschen Dichtmasse daher. Aber eben nie übertrieben, einfach so einmal abreiben. Genau, lange vorig. Deckel drauf. Nichts vergessen. Hoffe nicht. Du sollst nicht so viel von diesem komischen Pulver schnupfen. Gibt es da irgendein vorgeschriebenes Drehmoment? Oder? Hier? Ja? Nee. Ja, 35 Newtonmeter. Das hörst du jetzt dann gleich. So, ja. Also wir machen das immer nach der Verfärbung vom Kopf. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Zu viel. Je roter der Kopf, desto höher das Drehmoment. Das ist geil. Also ich hätte das ja gerne gegen einen Signature. Haben wir noch nicht. Ich habe doch einen gesehen vorhin. Kennst du überhaupt die Geschichte vom Sachsvogel? Nee. Hier. Das ist ja ein Vogel, ja. Und der hält mit der Kralle eine Kugel. Und das ist immer wichtig, dass der Vogel, wenn der Motor dann eingebaut ist, so steht, nicht auf dem Kopf. Okay. Jetzt kannst du dich mal darauf achten, da weißt du gerade, ob das ein Anfänger war oder ein Profi. Oder ob er einfach Glück gehabt hat. Kann ja auch sein. Hier noch eine Frage. Tachoantrieb. Ja. Das ist ja hier drin, ja, genau. In der Regel. Aber das hängt ja niemand an. Du nimmst ja die Geschwindigkeit von vorne. Das frisst dir natürlich wieder 0,2 PS. Ich würde es weglassen. Auf jeden Fall. Einfach nur Entlüftung hier natürlich, mit einer Dichtung drauf. Das würde ich weglassen. Ja. Schön sind wir immer einer Meinung. Hä? Ja, wunderbar. Mehr Leistung, gut, ja. Weg. Super, du. Wunderbar. Zündung ist ja so ein Thema, oder? Ich habe dir jetzt hier eine Unterbrecherzündung montiert. Ich habe bei mir überall Unterbrecherzündungen, Reisehobel. Und der läuft ja wirklich auch richtig gut. Was mich halt nervt bei diesen elektronischen Zündungen, du hast immer 3 Geräte oder 2 Geräte mindestens, die du irgendwo außerhalb montieren musst. Der Cyril ist jetzt übrigens gerade dran. Und das ist teilweise hast du so keinen Platz. Und ich finde, gerade bei einem originalen Hobel, finde ich es jetzt halt einfach nicht schön. Dann nehme ich das lieber in Kauf und sage, ich tue alle 1000 oder 2000 Kilometer den Unterbrecher ersetzen. Also, ja. Die meisten Dinger werden ja nur restauriert. Ja. Einmal Probe gefahren, weggestellt, ja, und dann kommt das nächste Projekt. Bestimmt zwingt mich mein Sohn, den Motor in seinen Roller einzubauen. Ja. Damit er das Scheißding aufs Hinterrad bekommt. Viel mehr kriegst du nicht mehr hin, ja. Weil das Ding ist halt bei Sachs, du siehst hier, die Dichtfläche ist wahnsinnig dünn. Ja. Und hier der Guss, also da sprichst du vielleicht von 4 mm Gussdicke hier. Also du kannst gar nichts erweitern, aufschweißen. Ich habe das mal versucht. Darum sind wir natürlich begrenzt auf die 54 Kubik mit dem 41 mm Kolben. Oder? Du siehst, das passt wirklich seitenfein.
Also das ist wirklich eine geile Sache. Sidefin. 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 Seidenfein. Seidenfein, okay. Das ist eines der wichtigsten Wörter. Ja. Reisehobel, da habe ich nach, was habe ich gemacht, 2500 Kilometer, jetzt sollte ich den Motor wieder revidieren. Oder? Aber ich meine, das ist natürlich wahnsinnig. Das ist ein Gewicht von, sage mal, 250 Kilo. Mit dem kleinen Motörchen. Mit dem kleinen Motörchen, genau, und dann 200, so Leistung, weißt, das ist wirklich wahnsinnig. Der wurde ja auch nicht geschont. Nein. Aha, wieder ein Spezialwerkzeug. Da hast du eine Imbusschraube. Zum Kontern praktisch. Genau, und drin sitzt eine Kugel, dass du wenig Reibfläche hast. Also ein super Werkzeug, ja. mofakult.ch, da kriegst du den ganzen geilen Scheiß. Ich habe es natürlich dann noch ein bisschen passend gedreht, weil es manchmal ein bisschen eng ist. Das wird das schnellste Projekt von dir ever. Ja. Da siehst du mal, man muss nicht immer alles selber machen, oder? Man muss nicht alles selber machen, man darf auch mal was auswärts geben. Das kann man durchaus machen, ja. Widerspricht ja, aber irgendwie meiner Philosophie. Ja, das weiß ich schon. Ja. Ich mache immer am liebsten so viel wie geht selber. Ja. Kennst du Sachs-Viergang-Schaltungen? Nein, überhaupt nicht. Null, also. Da musst du halt schauen. Wir haben beide Schaltärme haben wir da probiert. Die hat hier von der Schraube ein bisschen einen Defekt. Geht aber gut drauf. Du kannst sie hier auch ein bisschen noch verstellen. Der Mechanismus finde ich total geil. Das ist ja eine sogenannte Wippenschaltung. Das heißt, also nicht 1 unten, 0, 2, 3, 4, sondern der Schalthebel bleibt immer am selben Ort. Drunter schalten, eine Wippe nach unten, nach oben schalten, nach hoch schalten, eine Wippe nach hoch. Und der bleibt aber immer in derselben Position. Okay. Hier unter diesen Schrauben sind Langlöcher, ganz, ganz leichte. Also hier kann man die ganze Schaltung ein bisschen drehen und verstellen. Genau. Wir achten auf diese Ecke. Wichtig ist, dass sie Fläche auf Fläche berührt. So. Ja. Siehst du das, oder? Das ist eigentlich wichtig. Wenn diese Ecke natürlich zu früh runterkommt, dann ist das schlecht. Hier hinten hat es so ein Zahnrad, ein halbes, mit einer Feder und einem Splint. Oder? Und als Rastung? Als Rastung, genau. Das ist das, was du hörst. Okay. Die ist relativ stark, ist hier die Feder drin. Die ist relativ stark, dass du es halt dann auch merkst. Mit den Füßen hast du nicht dasselbe Gefühl wie mit den Händen. Oder? Und hier kommt dann diese Schaltwippe, die kommt dann hier rein. Jetzt ist das quasi im 4. Gang. 4. Gang ist ganz drinnen. Ja. 3. Gang, 2. Gang, 0, 1. Gang. Das sind jetzt natürlich nur 2 Zahnräder, aber von denen hast du 4 Stück drin. Das ist diese Stange, diese Schaltstange. Oder? Und hier siehst du dieses Teil dran und diese Ausschnitte. Das schnüpft da rein. Genau, und das muss natürlich da durch. Das heißt, beim Schalten sollte immer eine gewisse Bewegung sein. Oder jetzt steht es an, sobald ich da drehe, geht er rein. Wenn die Position stimmt. Also nicht im Stand sinnlos würgen, das ist immer wichtig, allgemein bei den geschalteten Hobel. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Bewegung. Auch wenn das nur ist, ein bisschen hin und her schieben. Ich persönlich schalte immer während dem Rollen schalte ich schon ins Null. Nie im Stillstand schalten. Das ist eigentlich aus dem Grund. Weil wenn der da natürlich ansteht und mit dem Fuß hast du eine richtige Gewalt. Wenn man dann draufdrücken, dann ist irgendetwas krumm. Oder? Ja. Jetzt geht es um die Übersetzung. Und du willst 80 km/h, oder? Mindestens. Und mindestens, ja, genau. Gut, das wird dann schon heftig. Ich habe beim schnellen Görike sind das, wird etwa gleich hoch drehen. Dann sind das, ich meine, hinten 28 und vorne 13. Ist schon sehr, sehr lang. Ich würde auf die Länge, auf diese Übersetzung gehen oder eher noch ein bisschen länger. Also es geht also tatsächlich um die Höchstgeschwindigkeit. Ja, und es ist ja eben und alles. Also du hast da praktisch keine Sachen, wo es auf Beschleunigung oder Ähnliches ankommt. Ja. Sondern das Ding ist halt, die Power, das ist wohl viel für einen Sachs, aber in einem engen Bereich. Genau, der 4. Gang ist so lang übersetzt, 0,8:1, glaube ich. Und wenn du dann natürlich zu lang übersetzt hast, dann wegen dem Gegenwind und alles, dann hat er keinen Dampf zu wenig Leistung, um auszudrehen. Also ich würde mal
32 durch ein 12er. Immer wichtig diese Tellerscheibe, Federscheibe. Okay. Und ich gebe immer noch ein bisschen Loctite an. Medium. Medium ist okay, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es dir da die Mutter abvibriert. Das ist natürlich immer die Oberkatastrophe und dann schlägt alles kaputt. Da gibt es Kleinholz, ja. Das sieht man leider sehr, sehr oft. Man muss ja nicht übertreiben. Ja, sieht hier auch. Ja. Und die Deckelverraten, die sind natürlich selten. Bei fast jedem Sachsmotor. Absolut. Ist ja hier unten die Ecke weg. Genau. Und wie man hier sieht, haben sie hier ja auch schon mal modelliert. Geflickt. Knetmetall oder was ist das? Ja, irgend sowas. Hier siehst du schon Spuren, weil das war mal lose. Ja. Oder? Weil hier kommt noch ein Dichtring rein. Wenn das zu viel kaputt ist, dann kannst du die Decke wegschmeißen. Ja, genau. Haben sie aber auch offensichtlich schon mal irgendwie was mitgemacht. Das ist auch so ein Knetmetallzeugs hier. Okidoki. Besser als mit der Rohrzange. Hä? Ja. Das macht ja kein Bild wieder. Ich ziehe das jetzt mal nicht zu. Ja. 85 Newtonmeter. Ja, aber das ist genau das. Und ich bin die ja Augen kamen schon so ein Stück raus. Ja. Aber du weißt warum, oder? Ich bin ja schon ein Fan von originalen Drehmomenten. Das ist überhaupt kein Thema. Also ich bin schon Fan, wenn man das Zeug so anzieht, wie es auch im Handbuch steht. Aber das ist jetzt der einzige Fall, muss ich wirklich auch ehrlich zugeben, der einzige Fall, wo es halt einfach zu wenig war. Oder? Weil, wieso sind die Gehäuse alle kaputt? Weil sich die Mutter gelöst hat. Oder? Ja. Der Rest ist gut, aber da ist jetzt einfach wirklich zu wenig. Das muss einfach heben. Das ist noch speziell, das weiß ich jetzt. Wir machen sehr, sehr wenig Viergangmotoren, oder? Ja. Du siehst, bei dieser Mutter, das ist die Schaltmutter, hat eine schmale und eine breite Seite. Und das muss ich jetzt selber schnell nachlesen. Die kommt hier rein, genau, also so nach oben. Dann kommt die hier rein, aber ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Wie rum? Gut, das findet man natürlich raus. Hier ist 0 und dann erster Gang. So. Und wenn du den da ein bisschen verdrehst, dann hält er auch, oder? Und ich meine, die schmale Seite innen. Wir können aber bei dem anderen Motor schnell nachgucken. Das sehen wir aber auch gleich. Ja, fehlt das Ding. Fehlt alles, sehr gut. Gut. Aber von dem könnten wir jetzt das Schwungrad schnell losmachen. Das da reinschmeißen. Klar, natürlich ist ja da der Ersatzteilspender. Was ist denn das für Schwungrad? Das ist aber kein originales. Die geht hier hinten nicht rein. Gar nicht rein. Ne? Das ist wahrscheinlich irgendein Nachbauscheiß. China. Ja, nein, Bosch. Aber von was? Wir haben da schon noch Schwungräder. Sachs. Polrad, nein, Spätz. Ja. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Keilbahn gut ist. Schnell putzen, dann immer schauen, ob die Nocke, die ist oft sehr eingelaufen hier. Aber die putzen wir jetzt gleich ein bisschen. Hier immer natürlich fetten, das geht sehr oft vergessen. Sonst kann es passieren, dass dir hier die kleine Nase da abschert. Ja. Genau. Dann Keil. Schmützi, immer Schmützi. He? Okay. Entweder Loctite oder Fett. Da ist halt wirklich wichtig, dass die schön auf der Keilnut sitzt. Oder man merkt es auch beim Anziehen, man sieht die sehr oft mit so 1,5 Keilnuten. Ja. Das merkt man halt beim Anziehen, gerade wenn das gummig ist, dann sofort aufhören. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich an irgendeinem Punkt angekommen, wo die Zylinder draufsetzen kann ich selber. Ja, genau. Zündung einstellen. Zündung einstellen so. Kriege ich auch alleine hin. Ja, nee, komm, dann ist das schön Wetter, dann spielen wir doch noch. Wir können mal Moped fahren. Such dir mal was aus. Ja.
Ja, geil. Such dir mal was aus, was du irgendwie bewegen willst. Wenn wir schon beim Viergang sind. Ja, Wir sind vielleicht beim Viergang, dann könntest du mal zur Reisehobel testen. ja, zur Übung. Ist natürlich nicht mit Fußschaltung, aber komm, dann. Ist die Kupplung ist auch an dem Griff dran? Ja. Ist schon sehr, sehr übel, weil einhändig und dann auf eine Kreuzung zufahren. Und dann musst du bremsen plus kuppeln. Und du weißt, einhändig bremsen, Ja. ich habe eine Scheibenbremse, ist schon sehr witzig zu fahren. Ja. Ja, testen wir mal an. Also. Besser. Ich weiß gar nicht, ob die Kiste noch läuft. Ist das auch euer hier, der Messerschmidt? Oder ist das? Und ja, das ist von Ralf. Okay, geil. Ja, Gähnende Leere. das Ding hier hat Potenzial, dass man sich auf die Fresse legt. Da ist ja wirklich alles anders. Das ist die Hinterradbremse, wenn ich das richtig sehe. Vorderradbremse erfordert ein komplettes Umdenken. Also, ob das gut geht? Ja, das bleibt spannend. Das kriegst du schon hin. Nur nicht zu fest bremsen. Rechts, das ist hinten eine Scheibenbremse. Die zieht natürlich wie die Sau. Ja, ich hoffe, ich kuppel nicht allzu viel mit der Vorderradbremse. Ja. Ja, ist schon eine absolute Umstellung, aber ich liebe es zum Fahren mit dem Ding. Okay. Ist echt geil, ja. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal auf einer originalen Indien gesessen habe, wo links das Gas ist. Ja. Das ist richtig Umdenken. Ich glaube, auf 300 Meter gefahrener Strecke 2 Nahtoderlebnisse gehabt. Ja. Es ging nicht. Ja. Ich habe es nicht in den Kopf reingekriegt. Ja. Wir haben dann tatsächlich das Gas auf die rechte Seite umgebaut. Ja. Weiß ich nicht. Nein, ich habe schon dran rumgeschaltet. Natürlich. Und das ist jetzt von der Bauart her der Motor, der... Dasselbe, ja. Ja. Das eben im Stand schalten ist total beschissen. Schönes Eigeleg. Läuft. Also es ist 1 zu dir, 2, 3 und nach vorne Okay. hochschalten. Ist so ein Helm. Nee. Meinst du, ich brauche einen? Sollen wir noch mal ein Foto machen? Vorher, nachher? Höchst ungewohnt. Absolut gewohnungssicher. Ja. Vor allen Dingen, was du vorhin richtig sagtest, so wenn man die Hand vom Lenker nimmt Und bremsen und bremsen und so, das ist schon macht es gleich schwummrig. oder? etwas spooky. Ansonsten, so man merkt, der Motor untenrum ist er so ein bisschen dicht Ja, ja. und dann kommt er irgendwo so in so einen Drehzahlbereich, wo er sagt, so jetzt Ja. will ich los. Ja, ja. Ja. Ja, geiles Ding. Leichte Orientierungsprobleme mit dem Leerlauf. Der erste Gang, ich glaube, da läuft die irgendwie 7 km/h oder so. Ja. Aber Aber hängt am Gas. es war mal eine 20% Steigung Ja. oder, auf der Tour. Und da mussten alle Anhänger abhängen und ich hatte 3 Anhänger dran. Ja. Und noch Einfach ich, so hochgefräst. Ja, einfach so easy, eben mit 7 km halt. Aber Ja, scheißegal. das ist das Geile an dem Viergang, oder? Besser als schieben. Ja, genau. Ja, irre. Geil. Dann freue ich mich ja schon auf mein Motörchen. Ja, ja, das wird ein lustiges Ding, glaube ich. Ja. das ist ein lebhafter Vogel. Ja, definitiv. Ist Guck ja mal, noch Jung. Super. So, ich steige wieder Euch auf. danke vielmals fürs Zuschauen. Danke Christian. Jo. Und Gar nicht viel Spaß noch. Ich auch. Hoffe, es hat euch gefallen. Und Ich sehe jetzt zu, dass ich vom Hof komme. ja. Das wird schon geil. Ja, ist echt cool.
Das ist ein das ist schon in der Hochdeutsch. Das ist ein Sachs für. Der andere auch nicht rein. Versuch's doch einfach mal in deiner Muttersprache. Ja, ein Sachs 50-4 LKH.